Als universitäre Einrichtung führte das SLE in seiner Geschichte schon immer wissenschaftliche Forschung durch. Bis vor kurzem geschah dies hauptsächlich für Auftraggeber, wie die GIZ, im Rahmen der Auslandsprojekte des Studiums. Heute hat das SLE eine eigene Forschungsagenda und ist sehr stolz darauf. Dies begann 2013, als die Einrichtung über das Bundesministerium für Bildung und Forschung Bestandteil des Forschungsverbunds Hortinlea wurde. Das Projekt beschäftigt sich mit indigenen Gemüsearten. Das ist vielleicht eine der Hauptbesonderheiten des Projekts, weil wir in dieser Weise versuchen, zum ersten Mal holistisch die ganze von Produktion bis zu Marketing und Konsum die Wertschöpfungskette von indigenen Gemüsearten zu analysieren. In seinem Selbstverständnis als Scharnier zwischen Theorie und Praxis geht es im Forschungsbereich des SLE nicht nur um Problemanalyse, sondern auch um Handlungsempfehlungen. Wie können eigentlich arme Kleinbauern zum Beispiel teilnehmen an Innovationen? Das ist eigentlich so eine Kernaufgabe vom SLE und das bedeutet, wie kann Wissen umgesetzt werden in Praxis. Ein Beispiel: In der Zielsetzung des Hortinlea-Projekts sollen Probleme bei der Nahrungsmittelsicherheit in Ostafrika gelöst werden. Dies soll über die Kultivierung einheimischer Gemüsesorten geschehen, was viel Wasser verbraucht. Bewässerungssysteme sind für Kleinbauern allerdings meistens zu teuer. So haben wir über hier eine Berufsschule in Berlin ein Bewässerungssystem kennengelernt, was sich aus kleinen Plastikflaschen selbst gebaut werden kann. Das ist sehr kostengünstig, kostet also im Prinzip weniger als 50 € für so einen Kleinbauern. Das Hauptproblem in Afrika ist eigentlich für die Leute immer die Anfangsinvestition. Und deswegen haben wir speziell eine Low-Cost- und Low-Tech-Mikrobewässerungsanlage entwickelt. Bei der Landesstelle in Berlin haben wir diese Mikrobewässerungsanlage zum ersten Mal aufgebaut. Hier sehen wir, dass wir 2 Gräben ausgehoben haben, à 12 Meter. Dort wurde dann eine Unterziehfolie eingelegt, damit das Wasser nicht weiter in tiefere Erdschichten absickern kann. Und dann wird daraus ein Rohr aus alten Plastikflaschen eingelegt. Das Besondere an diesem Rohr ist, dass wir hier das Rohr in eine Folie einwickeln. Und diese Folie ist ausgelegt mit Zeitungspapier und ein wenig Erde. Und durch diese Schnecke, die sich dort dann bildet, können die Wurzeln nicht durchkommen, weil die müssten erstmal 4 Meter in dieser Schnecke entlang wandern und die Wurzeln von Gemüse sind keine 4 Meter lang. Und dadurch haben wir einen effektiven Wurzelschutz für dieses System. Und dann wurde dieser Graben dann wieder mit lockerem Sand aufgefüllt und mit ein wenig Humus auch noch veredelt. Und durch dieses Injection-Verfahren können wir auch mit ganz geringen Mengen Humus in diesem sehr sandigen Boden wieder gute Erträge erzielen und den Pflanzen einen guten Start für das Wachstum liefern. Durch diese Art der kleinteiligen empirischen Arbeit, von der Idee zum Versuch zur Verbreitung, trägt das SLE in diesem Fall dazu bei, dass Ernährungssicherheit bei den Ärmsten der Armen verbessert wird. Und Hortinlea war erst der Anfang. Im Rahmen einer Sonderinitiative vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung läuft aktuell ein Projekt zum Strukturwandel in Afrika. Zusätzlich wurde in diesem Jahr über das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft ein Projekt zum Thema Urban Gardening genehmigt, das in Mosambiks Hauptstadt Maputo und im südafrikanischen Kapstadt durchgeführt wird. Für die Zukunft gibt es bereits zahlreiche Ideen, wo sich das SLE noch weiter im Forschungsbereich betätigen kann, nicht nur in Afrika. Gerade im Bereich der Ernährungssicherung, in dem das SLE ja aktiv ist, gibt es eben auch die Möglichkeiten, hier sehr viel zu machen im Stichwort nachhaltiger Konsum. Was verbrauchen wir eigentlich mit unseren Nahrungsmitteln? Wie viel essen wir? Was wir essen? Wo kommen die Sachen her? Das heißt, hier denke ich mir, gibt es einen großen Anknüpfungspunkt. Auch was den Forschungsbereich betrifft, bleibt das SLE sich treu. Als Scharnier zwischen Theorie und Praxis unter Anwendung empirischer Methodik können über das SLE wissenschaftliche Erkenntnisse gewonnen werden, die direkten Einfluss auf Mensch und Natur haben. Mit wachsenden Netzwerken rund um den Globus trägt das SLE seine Erkenntnisse immer stärker nach außen, um empirisch und pragmatisch Probleme zu lösen. In Berlin und rund um die Welt.